Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Felix und heute geht es mal darum, warum ich DCA nur noch sehr selektiv oder gar nicht einsetze und was ich natürlich dafür nutze, gerade in Trading Bots oder wenn ihr Futures oder sowas tradet, wo die Gefahren lauern bei Dollar Cost Average. Weil sehr viele Leute sagen, ja, verdreifache deine Position, mach DCA und dann kommst du schon wieder raus, weil du hast einen billigeren Einstiegspunkt und dann machst du viel, viel schneller Gewinn. Aber was viele unterschätzen ist, wie funktioniert DCA, was passiert bei DCA überhaupt und wo sind überhaupt die Risiken? Das will ich euch anhand meines Trading Bots mal ein bisschen erklären, auch warum ich DCA nutze und wo ich kein DCA mehr nutze, was so meine Erfahrung rausgegeben hat und was auch ein paar Studien mittlerweile so ein bisschen belegt haben. Kommen wir zuerst mal zu den Studien. Und zwar haben die herausgefunden, dass zum Beispiel das Hoddeln von Tokens teilweise effizienter oder sehr oft effizienter ist im Endeffekt, als ein Stop-Loss zu setzen und praktisch wieder neu unten zu versuchen einzukaufen. Oder auch um DCA zu machen, kann es effektiver sein, eine weitere Position zu eröffnen im Endeffekt und die andere Position sehr klein zu halten. Warum passiert das oder wie kann man das praktisch für sich nutzen? Zuerst komme ich mal zu dem Problem, was ich in meinen eigenen Trading-Bots sehr, sehr oft in der Vergangenheit hatte und was ich mittlerweile sehr minimiert habe. Und zwar sieht man an diesem Trading-Bot sehr schön, das ist ein Altcoin-Trading-Bot. Die Altcoins sind teilweise zwischen 60% und 70% gefallen. Ist blöd aktuell, muss man so sagen. ETH ist bei minus irgendwie 80%. Der einzige Token, der was sich jetzt im Moment, wo das Video entstanden ist, gehalten hat und halbwegs gut ist Bitcoin, der was etwa 20-30% vom All-Time-High entfernt ist. Und wenn man das mitgenommen hat, steht man ganz okay da. Für jeden anderen Token, den was man gekauft hat, steht man gerade ziemlich blöd da. Trotzdem hat mein Trading-Bot es geschafft, Altcoins zu traden und 14% mehr Geld etwa zu haben, als ich ihm gegeben habe. Wieso, weshalb, habe ich schon mal in einem anderen Video erklärt. Heute komme ich mal dazu. Hier sieht man bei meinem Trading-Bot die Positionen, die nicht gut gelaufen sind, die was echt sich aufgeblasen haben und wo man sieht, die sind echt unschön im Verhältnis zu den anderen Orders. Und zwar trade ich meistens $45 Orders und hier hat sich das mittlerweile zu einer $1800 Katastrophe entwickelt. Ist nicht so schlimm, weil es macht trotzdem hier nur etwa 30-40% meines Portfolios aus. Everything is fine, der Bot tradet schön vor sich hin und macht seine Trades und macht jeden Tag ein bisschen Gewinn. Das sieht man auch hier, wenn man einfach mal auf die Trade History geht. Und dann sieht man hier, hey, ich mache richtig gut Kohle, das funktioniert, der tröpfelt immer schön vor sich hin und der Zinseszinseffekt kickt ganz, ganz, ganz langsam im Endeffekt. Das ist schön und gut. Das Problem sind jetzt trotzdem die großen Orders. Und wie kommen die bei DCA zustande und was ist so ein bisschen das Problem, was euch im Endeffekt keiner sagt? Ja, das Hauptproblem ist, wenn man eine Order anfängt mit zum Beispiel $100, dann sagt man im Endeffekt, damit die funktioniert, muss man das Kapital verdreifachen. Das heißt, aus $100 werden 300, dann wird aus deinem Mittelwert im Endeffekt, wenn du bei 4.000 einsteigst und 3.000 den nächsten DCA machst, dann kommst du irgendwas auf $3.300, wo du wieder profitabel bist. Das ist ganz cool. Aber was passiert im Endeffekt bei einem DCA-Kauf? Und zwar sagt man einfach, den was du bei 3.000 hier unten gekauft hast, der muss im Endeffekt steigen. Das Problem ist, den ersten, den du gekauft hast, der wird mit einem Stop-Loss, wenn man das so will, verkauft, also mit Minus verkauft und der andere gleicht es mit mehr Gewinn wieder aus. Das Problem dabei ist, du tust trotzdem eine Order mit Minus verkaufen. Und das ist ungeil fürs Portfolio, auch wenn der andere insgesamt dann mehr Gewinn macht. Das ist zwar ganz cool, aber grundsätzlich kann es viel, viel kapitaleffizienter sein, diese $100-Order stehen zu lassen einfach und nur die $300-Order zu verkaufen. Das ist sehr, sehr unschön für den Geist und im Portfolio anzugucken. Gerade wenn man hier mal zurückkommt auf meinen Trading-Bot und dann sieht, ey, da stehen seit Monaten teilweise Orders drin, die was hier nicht gut gelaufen sind. Hier 146 Tage BNB, ey, die Order ist echt kacke, die steht da seit mittlerweile 4 Monaten, ein bisschen mehr als 4 Monate drin und die bewegt sich nicht, macht kein Geld. Könnte man jetzt sagen, die ist kapitalineffizient. Und das stimmt in einer gewissen Weise auch, dass die kapitalineffizient ist, aber es muss nicht alles bis 100% kapitaleffizient sein. Es kann schön entspannt vor sich hintröpfeln, denn in meinen Augen sind Stop-Losses und auch zum Beispiel DCA-Orders ein gewisses
schlechtes Kapitalmanagement. Man muss nicht immer ans Risikolimit hier oben gehen. Geht lieber hier unten ans Risikolimit und nutzt den Zinseszinseffekt und diesen täglichen Buy, der was im Endeffekt stattfindet. Meine Strategie ist es zum Beispiel, ganz, ganz viele kleine Orders zu machen, die was so wenig Risiko wie möglich haben, statt eine große Order, die was mich tötet, wenn sie mich um die Ohren haut. Dasselbe gilt, wenn ich Futures oder so handle, dann fange ich mit einem $10.000 Portfolio bei $5, $10 oder sowas an, einen Long oder Short zu setzen, wo mein Liquidierungspreis eigentlich nicht existent ist. Und dann baue ich den immer ganz kleines bisschen auf im Endeffekt, so dass ich trotzdem niemals meinen Liquidierungspreis erreiche. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst haut es euch früher oder später bei irgendeinem Black Swan Event das gesamte Portfolio um die Ohren. Und so, selbst wenn diese $44 Position minus 90% erreicht, die bringt mich nicht um mit meinem Portfolio. Der Bot macht seine 5 bis $10 am Tag, sagen wir, ich verliere jetzt einfach mal 90% davon, dann habe ich $40 verloren, dann weiß ich, hey, mein Trading-Bot hat es in 4 Tagen wieder rausgearbeitet, diese eine Position. Natürlich habe ich nicht eine Position, sondern Dutzende, aber so kann man sich das im Kopf ein bisschen erklären und so kann man sich auch erklären, dass der Bot hier 14% Gewinn gemacht hat, wohingegen die Positionen rot sind und die Tokens teilweise 90% ihres Wertes verloren haben. Es bringt mich nicht um, kleine Positionen zu verlieren. Es ist aber extrem lukrativ, wenn man diese Positionen mit 1-2% immer wieder abstößt und einen Zinseszinseffekt da drauf packt. Und richtig effizient wird natürlich das Ganze dann gerade, wenn diese Order, die was man ja nicht verkauft hat, doch irgendwann wieder steigen, weil dann kommt von einmal so ein richtiger Kick rein und man macht von einmal richtig Geld. Das heißt, hier unten die Positionen sind 30% im Minus immer noch. Das heißt, auf diese $11.000 bekomme ich 30% obendrauf. Das sind über $3.000, die ich bekomme, wenn alle alten Positionen irgendwann verkauft sind. Und das ist dann das Große, wo man darauf hinarbeitet, dass man immer mehr und mehr Tokens im Endeffekt günstig kauft und dann abverkauft. Und das Minus, das, was man erstmal als Buchverlust dasteht, dann mit richtig Gewinn abverkauft. Das ist dann das, was wirklich Spaß macht. Und das mache ich vor allen Dingen auch hier mit meinem Uncoded Bot. Hier zum Beispiel sieht man, der Bot kauft für 9,12 und verkauft für 9,15. Und da geht es um 0,23% Gewinn. Und das macht er aber zu Tausenden am Tag. Wir können hier auch mal ganz kurz noch reingucken und schauen einfach mal, wie viele Buys und Sells macht er denn pro Tag. Und da sieht man, der macht im Durchschnitt hier, würde ich einfach mal sagen, zwischen 800 Buys und 800 Sells. Lass es 600 sein, lass es mal 2000 sein. Und das ist richtig cool. Und dann macht man jeden Tag im Endeffekt, tröpfelt das Geld so ein bisschen vor sich hin und mit einem Zinseszinseffekt baut sich das auch auf. Weil wenn man dir wirklich jeden Tag 10, 20, $30 macht, mit einem Einsatz von 5.000 bis $10.000, 20.000, um wirklich gut abgesichert zu sein, dann ist das eine richtig geile Strategie. Denn das Hauptproblem ist, um das nochmal hier zu verdeutlichen, wir fangen mit einem $100 bei Ethereum an, bei $4.000 und sagen, alle $500, was es runtergeht, sollten wir einen DCA machen. Das heißt, hier haben wir schon mal DCA gemacht. Jetzt sieht man hier bei ETH gerade ganz gut, hey, hier greift DCA, und ich komme hier aber nicht nach oben. Das heißt, wir haben hier mal 3. Jetzt greift das nächste DCA bei $3.000. Das heißt, wir werden hier wieder gekauft, gerade im Drop. Also wieder mal 3. Das heißt, hier sinkt's, bam, scheiße, ist nicht genug gestiegen, damit im Endeffekt das nächste DCA mit Gewinn wieder verkaufen kann. Wir sinken weiter, bam, wieder mal 3. Zack, jetzt haben wir wieder dasselbe Problem hier. Wir sinken. Wenn wir ganz viel Glück haben, könnte es sein, dass wir hier wieder verkauft haben. Gehen wir mal davon aus, wir haben einfach Pech. Weil, warum auch immer, hat nicht verkauft, hat um $2 oder sowas vielleicht daneben gelegen und machen hier unten wieder mal 3. Dann sind wir schon bei $8.000. Dann haben wir hier das Problem, hier ist es auch jetzt nie so geil gestiegen. Das heißt, wir machen hier unten im Endeffekt wieder mal 3. Und von einmal bin ich über mein Portfolio, was ich im Trading-Bot habe, was ich überhaupt habe und bin stuck. Jetzt kann man natürlich sagen, ey, vielleicht habe ich richtig Glück gehabt und hier geht es jetzt hoch. Aber was machen wir, wenn es nicht hochgeht? Das ist ja keine Strategie zu hoffen, ob es hochgeht, sondern man sollte es mathematisch im Endeffekt angehen. Jetzt mal einfach anders gesponnen, wir hätten das anders gemacht. Scheiß auf DCA, wir nehmen $100 immer pro Order. Wir sagen, wir kaufen hier eine, wir kaufen hier eine für 100, wir kaufen hier eine für 100, hier eine für 100 und hier eine für 100. Dann kann es sein, dass wir definitiv die hier getroffen hätten, weil wir hätten nicht das Minus gehabt im Endeffekt von der hier oben, sondern wir hätten vielleicht hier irgendwo gekauft und hier hätten wir verkaufen können. Das wäre ganz cool.
Gleichzeitig muss man natürlich sagen, wir haben hier oben die noch drin. Aber man muss auch dazu sagen, die Position hat sich halbiert. Aber dadurch wir nicht immer nachgekauft haben, haben wir auf $100 zwar 80 oder 50% in diesem Fall hier Verlust, aber zum Beispiel nicht auf $900 oder sowas 30% Verlust. Das ist natürlich eine gewisse Risikobereitschaft, die was man mit DCA exponentiell auch erhöht. Dasselbe gilt natürlich für Stop-Loss. Wenn man jetzt sagt zum Beispiel, wir gehen mal hier zurück und sagt, ich hätte hier einen Stop-Loss gezogen, ich hätte hier einen Stop-Loss gezogen, ich hätte hier einen Stop-Loss gezogen und hätte dann praktisch einfach rebounced sozusagen und gesagt, ey, ich versuche noch einen tieferen Einstiegspunkt und verpasse diesen Einstiegspunkt hier. Und dann steigt es auf einmal. Dann habe ich hier einen Minus mitgenommen, hier ein Minus und hier ein Minus mitgenommen. Hätte ich hier DCA gemacht, wäre das natürlich schön gewesen. Kaufe ich aber hier dreimal im Endeffekt einfach nur nach, also dreimal $100, dann kann ich hier einmal verkaufen oder hier einmal oder im besten Fall halt ganz oben, aber die Chance ganz oben und ganz unten zu kaufen ist praktisch 0. Und damit habe ich natürlich viel, viel weniger Risiko. Natürlich ist mein Gewinn auch viel, viel niedriger. Ich kann aber viel mehr mit Zinseszins im Endeffekt arbeiten. Das heißt, den Gewinn nutze ich jetzt wieder, um mir eine 101-Position aufzumachen. Hier eine 101, hier eine 101. Dann verkaufe ich hier wieder ab und kann hier mit 102, 102, 102 wieder abverkaufen. Und bin dann hier bei 103 zum Beispiel. Das ist so meine Strategie, die was sich am besten für mich ergeben hat mittlerweile, dass ich sage, ey, ich mache lieber ganz, ganz viele kleine Trades und lasse die auch von mir aus ein Jahr lang, 2 Jahre lang stehen, weil ich glaube an diesen Token. Wenn ihr nicht an diesen Token glaubt, dass er steigt, dann erstens müsst ihr ihn shorten, wäre die einzige Option, oder ihr tradet den Spot einfach nicht. Das heißt, wenn ihr jetzt denkt, Ethereum sinkt, dann frage ich euch einfach mal, warum tradet ihr diesen Token überhaupt? Warum kauft ihr ihn überhaupt, wenn ihr langfristig denkt, dass er sinkt? Es macht keinen Sinn, in Krypto in ein Asset als Spot-Trader zu investieren, wo ihr denkt, dass er sinkt. Das heißt, eigentlich ist der einzige Token, den was ihr wirklich risikofrei, Achtung, mit ganz vielen Ausrufezeichen, aber zumindest, wo man das halbwegs sagen kann, Bitcoin. Alle anderen Tokens rundum sind nun mal Altcoins und werden nur dafür, dass sie Altcoins sind, abgestraft immer. Das heißt, egal was passiert mit Bitcoin, alles andere sinkt mehr. Und meistens ist es mittlerweile so, dass es sogar weniger steigt. Ich bin sehr, sehr, sehr großer Ethereum-Fan. Aber man muss natürlich sagen, weiß jemand, ob Ethereum noch eine Zukunft in 40 Jahren hat? Dass Bitcoin eine Zukunft in 40 Jahren hat, dafür würde ich meine Hand ins Feuer legen. Außer es passiert irgendwie ein riesiges Black Swan-Event. Aber das würde auch Ethereum sehr wahrscheinlich mittreffen. Deswegen muss man da immer ein bisschen aufpassen. Hey, trade ich den richtigen Coin? Ganz, ganz wichtig. Don't date it, trade it. Verliebt euch nicht in einen Token. Wenn ihr alles über einen Token wisst, den Founder kennt, in jedem Livestream unterwegs seid, dann solltet ihr überlegen, ob ihr vielleicht mal diesen Token abverkauft und nicht doch lieber in ein anderes Projekt, wo ihr weniger drin seid, was aber von den Analytics und sowas her auch interessant seid und wo ihr weniger emotional rangehen könnt. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn ihr euch in den Token verliebt, dann kauft nach, rechtfertigt das. Ja, der Dev hat gesagt, da kommt was Geiles, die Roadmap sagt, das ist mega geil und am Ende wird es einfach von den Usern nicht angenommen. Selbst wenn die das Beste der Welt im Endeffekt launchen, wenn es der User nicht versteht oder nicht haben will oder es der Zeit voraus ist, dann habt ihr ein Problem, auch in dem Fall. Deswegen seid euch bewusst, dass ihr diese Strategie, wie ich sie empfehle und auch eine DCA-Strategie nur machen könnt, wenn ihr im Endeffekt an diesen Token glaubt und es auch langfristig funktioniert. Bestes Beispiel wäre jetzt einfach wirklich Bitcoin, Gold oder halt sowas wie der Nasdaq oder sowas, der was dafür berühmt ist, im Endeffekt langfristig immer wieder sich von allen zu erholen. Da funktioniert eine DCA-Strategie oder auch so eine Strategie, wie ich empfohlen habe, gerade hervorragend. Wenn ihr etwas tradet, wo ihr nicht sicher seid, ob es jemals wieder steigt, dann solltet ihr auf jeden Fall mit einem Stop-Loss traden. Ein Stop-Loss hat auf jeden Fall auch seine Berechtigung. Ich finde aber als Spot-Trader, der was an einen Token, an eine Aktie oder an irgendetwas anderes glaubt, ist ein Stop-Loss fehl am Platz, sondern da sollte lieber ein anderes Kapitalmanagement dahinter, wo ihr euch kurzfristige Verluste auch mal von 40-50% in Krypto leisten könnt. Wenn es um Aktien geht, dann muss man natürlich nur 20% zum Beispiel bei einem Nasdaq vielleicht abgesichert sein, um so eine Strategie zu traden. Aber in meinen Augen sind solche Verlusttrades fehlendes Kapitalmanagement, das was man hat, und einen fehlenden Plan B. Was mache ich, wenn mein Plan A, B, C, D, E, F nicht aufgeht?
Was mache ich dann? Wenn ihr dafür einen Plan habt, dass ihr hier oben schon plant, was ihr macht, wenn Ethereum auf $1.000 ist, dann seid ihr gut vorbereitet. Wenn ihr denkt, ja, Ethereum ist bei $4.000 und der geht jetzt safe auf 6.000 und ich habe keinen Plan B, dann habt ihr ein ganz, ganz großes Problem, auch wenn ihr mit 40, 50, 60% eures Portfolios tradet. Natürlich ist es schön, wenn ihr richtig gut Kohle macht, wenn ihr von einmal euer Portfolio verdoppelt innerhalb von wenigen Monaten, vielleicht von wenigen Tagen sogar, aber ihr müsst mal überlegen, ihr macht 7% bis 10% mit Aktien. Und auf einmal macht ihr 100% pro Monat oder sowas mit irgendwelchen Trading und dann reicht euch das nicht. Oder ihr schlagt den Markt hinten und vorn. Dann überlegt mal, mit welchem Risiko ihr wirklich diesen Markt geschlagen habt und was ihr vielleicht ändern solltet. Weil meistens hat man wirklich ein paar Mal Glück damit, dass es funktioniert. Aber sobald euer Portfolio größer wird, desto schneller ist es auch wieder weg. So, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video, was so meine Strategie hinter dem Trading ist und mit den Trading Bots so ein bisschen mal wieder aushelfen. Wenn ihr Bock habt, euch die Trading Bots anzugucken, unten ist auch ein Link zu beiden Trading Bots. Kommt in die Gruppe rein und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao!